Servus Leute, ich bin's wieder, Traska Dreamland und willkommen beim Gameplay von White Knight. So, ja, ich habe so gar keine Ahnung, was das jetzt ist. Also ich weiß, dass es denke ich mal, so ein Krimi-Adventure sein wird. Weiß nicht, ob, inwiefern. Ich habe halt nur mir ein paar Bilder angesehen, habe gemeint, oh, so schwarz-weiß, einfach nur mit Kontrast gemacht, Kontrast. Es sah halt echt, also mir hat es arg gut gefallen und ich mag ja Adventures, von daher werde ich mir das jetzt mal angucken. Bin gespannt, wie das ist. Und das hier fand ich auch schon sehr nice, die Töne. Also, dann fangen wir mal an. Ach ja, Resume Game. Ich habe mir Intro mit Aufnahmeprobe. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ton ist ein bisschen irritierend. Ich hoffe, dass man mich hört und alles sieht und so weiter. Und mein Fenster wollte auch nicht so aufnehmen wie ich. Also, ja, war nur das Intro. Und das war schon, also das gefällt mir arg gut. Mal gucken. Some nights are just pitch black, without stars, and without sleep. Dirty nights clinging to you like tar. Like this one night, back in 1938. Boston. The Great Depression tsunami was just sweeping over what was left of America. Misery, hunger, despair. Times are hard, they said. Times were worse than hard. And the bar was about to close. As far as I was concerned, this was just another intoxicated day drawing to an end. If only I knew. Genau, da seht ihr diesen Stil wirklich nur schwarz-weiß, nicht wirklich grau oder sowas. Es gibt nur diesen krassen Kontrast, entweder weiß oder schwarz. Und das fand ich schon sehr, sehr cool irgendwie. Und diese, was mich halt begeistert ist diese Detailverliebtheit, wie sein Hemd und alles. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es ist alles nur mit schwarz und weiß gemacht, das ist echt. Ich bin gespannt, was mich da erwartet, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, um was es da geht oder sonst was. Ich denke, Krimi von den Optionen her. Out of course. Out of course, ja. Das fand ich auch so ein cooles Intro. Ich bin ein bisschen leise wahrscheinlich bei dem Spiel, weil ich finde es sehr, sehr, sehr cool. Die Musik passt so grandios und einfach wie es gemacht ist, ich stehe da total drauf. Könnte Copyright sein, fällt mir gerade so ein. Das hat sich sogar gereimt. Na, kann sein, dass ihr also die Musik nicht hören werdet. Naja. Okay.
Mystic River. Versuch's immer, hab's letztes Mal auch schon versucht, von der Straße abzukommen. Das funktioniert aber nicht. Bis zu diesem Punkt. Ghosty-Goo. Also das nehme ich zumindest an, weil das halt so grün geleuchtet ist. Ja, wer tut das schon? Grün leuchten. The shock was still echoing in my bones, as the image of that girl coming out of nowhere surged back in my mind. Did I hit her? Was she dead? I couldn't remember. Thoughts were spinning in my head. I hope I didn't run her over. I hope she's still alive. Then, the pain. The terrible pain on my side. And this question. Where am I? Tja, wie gesagt, Ghosty-Goo in meinen Augen. Und wo bin ich? Das hätte, das sieht, ich finde das so cool gemacht. Mit diesem nur weiß und schwarz. Beleuchtungsmäßig. Was on the brink of the death, ja. Das also das merken wir vor allen Dingen, meine ich. The girl on the road to impact, I couldn't find her body. Ja. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass irgendwie I mentioned for help, I could rely on the Boston Daily News, which I could check. Verdammt. Boston Daily News. If I killed her. Who was that girl who crossed the road? I couldn't avoid her, but I never found her body. I couldn't get her desperate stare out of my mind, but I was wounded and I needed help. Okay. Wow, was war das? Ich kann hier weitergehen. Wow, das habe ich jetzt nicht mal erwartet. Ich dachte, ich müsste knallhart mal in die Richtung gehen. Scheint mir relativ offen ist dann doch. Oh, da war was. Ich habe da was gesehen. Da. No body, no blood. Where did the girl disappear? Box seemed to be connected to the electric light on the street. Ah, okay, Licht angemacht. Wie gesagt. Hier kann ich jetzt mal nicht weitergehen. Okay. Wird ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, nicht wirklich viel zu sehen und so weiter. Okay. Gehen wir mal zu dem Tor. Ich brauche Hilfe, nicht wahr? Vesper Manor didn't ring the bell. My head was empty and painful. Okay.
So geht es. I could read the name Vesper on the mailbox. That name. No, ever since the commotion, my memory seemed like gone. Seemed like gone. Sorry. Ich bin, ja. Was mache ich jetzt? Ach so. Habe ich einen Haken ausgehängt oder was? Keine Ahnung. I was trying to collect my thoughts, but the intense pain was scattering them like a bunch of dead birds. My fear of being wounded changed into an obsession. Was I about to die? Because this is not a graveyard. Friedhöfchen und irgendeine Villa oder ein Anwesen. Anwesen ist es ja. This unknown symbol let out a powerful aura halt. Whatever. Okay. Dann erstmal hier. Wo kam das her? Wo kam das her? Lalalala, bitte sehr. Hey. Ja. Du hast quite a drop. The darkness of the well spat a salty smell to my face. For sale, the sparkle as old as the house. Okay. The bucket fell down 1,000 meters at least, no way to recover it. Thinking this was a promotion was probably just superstition, but I felt definitely uneasy. Okay, das ist sogar was ich nicht wirklich kapiere. The arm came from a marble structure. Süße und poröses Gebilde. Ich sehe ja nicht mal an. Aber gut. Wow. A bird table, nothing more. Margaret Vesper, born Venter Cross. Metallic shard in the dark caught my attention. Okay. William Vesper. No date on the grave. The statue had been moved recently. The statue was staring at me with a wide and hostile stare. So, on the grave, the names Margaret Vesper seemed to challenge eternity itself.
Who was she? The grave looked as daunting as a forgotten dawn. Was a dire way of decorating a garden. I couldn't help but to think about that statue's broken arm. Someone had obviously moved it recently, but I couldn't help thinking it was some kind of discretion. Das ist irgendwas schon. The bucket had not been used for a long time. Ah, da kann ich nicht hin, da ist noch ein Kreuz. Henry Whisper. A relative of the landlord. Whatever. Warte. Das war was anderes? B. Norman. This name coming from nowhere was chilling. Okay, ich gehe besser zum Haus. Mir geht nämlich das Torkeln auf den Keks. Ich hoffe, ich finde da irgendwas zum Versorgen. Was auch immer ich habe. Ich meine, irgendwo gegengeprallt, klar, aber da kann man jetzt auch nicht wirklich irgendwas mit Dings machen. Naja. Gehen wir mal hier hoch. Und gucken, da steht ein Glas. There was still some golden liquid inside the glass. This glass was still moist and the chair was overlooking the garden. Someone was there very recently. If that person were to come back, my wound would be the only acceptable reason for breaking in. Beer, you may love it, you may hate it, or you may have never drunk a beer. Did you know the cost of all the new jobs in the civilian conversation corps program from Roosevelt's New Deal could be covered just by the tax? One beer over $328 million. Taxes one beer amount to almost $1 million per day. Beer means over 1 million jobs for you. Your neighbors or your friends, beer producers, you know they offer well-being, but they also want beer to be safe for everyone. Enjoy with moderation, and the future yours like ours. And the future yours like ours always will be prosperous. Beer is your product and it's your future. Ja, das sage ich auch immer über Bier. Someone was here recently. Ja. Couldn't see a thing. Window was watching over doom. Nein. Ich muss erst einmal ganz kurz hier. Da ist nämlich eine Flasche oder sowas. Zettel. Letter from Morte Kenton oder sowas to William Westburn. Under normal circumstances I would have never tried to protect you. I'm an honest woman. I am an honest woman. I have supported my husband since the blessed day of our wedding, from which two beautiful children were born. I have given the best education I could
But today I cannot afford to raise them properly anymore. We are ruined. My husband's employer went bankrupt. He is traveling from town to town trying to find a job, while I have to beg for food every single day. My 4-year-old son has a bad cough, which is getting worse, and I fear for his life. Nowadays we can see children die in the streets. Is this still America? I beg of you, who are rich, only a few dollars would be enough. We could walk for you. We live in the shack under the best oil sign, at entrance of the scum by the Graham slaughterhouses. Don't hesitate to come. Martha Kenton. Ach, Martha. Okay. Naja, das war dann nicht irgendwas von Bier? No use, that lamp had seen better days. Och, da, die Lampe. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur auf die Flasche geguckt. Lampe wäre echt praktisch. So, ja. Ich würde schon sagen, Bier wäre doch was, oder nicht? The landlord was out, so the key might be around somewhere. No one around. I was all alone, with my pain growing and some nausea starting up. Don't stop. Think quick. Think well. It was just an accident. It happens. The girl must have made it out alive. I had to make it out alive, too. No one answered my call. Either someone was hiding in there or the house was empty. In both cases, that wouldn't be very helpful to me. I need the key. Oh man, wo soll ich denn jetzt einen Schlüssel finden? But there was no key inside. Was ist denn das hier? Das was auf dem Baum gestammt geschrieben. Vienna as I would have considered romantic under the circumstances. Das. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Gut. Okay, dann lasst mich überlegen. I hope there was anything useful inside. Okay, auch nichts Neues. The arm came from metal structure, but there was no key inside. Warum sagt er mir das an der Stelle? Schon ist der Frosch da? Ah,
no key hier. Da sucht er jetzt also danach. Na gut. Das ist doch schon mal was. Okay. Key was probably hidden nearby. Okay. Spare plate. Ja, vielleicht. Genau. Ich wusste nicht, ob ich schon da kommen muss, aber das habe ich mir gedacht, dass ich das irgendwie machen kann. Wo war das jetzt? Hä? Da. Der Schatten. I had the feeling I was about to desecrate a sanctuary, to open the door to a world I didn't belong to. But whoever lived in there, they would understand. I needed help. Anyone would understand that. Nicht jeder. Nicht jeder. Es gibt so viele Leute wahrscheinlich, die dieses absolut nicht willkommen heißen würden, dennoch. Nicht wahr? Ich frag mich, was er hat. Ja, nicht. Getting somewhere safe. That's all that mattered. As the doors opened, the mansion seemed to react to my presence. There was a smell, like a cornered animal. A smell of fear. And yet, I entered the place because I had no choice. I was praying to find a phone or some help. I didn't even bother wondering what happened to prayers when they reached the wrong door. Okay, das war Chapter 1. So, ich kann anfangen. Okay, dann werde ich jetzt pausieren. Ich meine, ich werde definitiv noch einen machen jetzt. Aber ich denke, wenn das so läuft, das halbe Stunde, ein Kapitel ist okay. Und ich musste jetzt auch nichts rausschneiden. War ja alles okay. Okay. So. Also mir gefällt der Stil halt einfach wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich meine, das war jetzt so der Anfang. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, ob ich mich erschrecken werde noch oder ob ich irgendwas aufdecke. Aber ich will das unbedingt wissen, deswegen werde ich es weiterspielen, definitiv.
Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Daumen ab, wenn ja, und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Also, bye bye.